Herzlich willkommen bei der Firma Pilot Racing im neuen Standort, und der neue Standort heißt auch direkt eine neue Videoreihe, und wie die heißt, das seht ihr jetzt. Hey ho Gemeinde Rock'n'Roll! Ja, das erste Video aus Hoffeld in puncto Technikvideo. Ne? Leider immer noch, oder ich sitze hier immer noch in unserem provisorischen Büro. Die Werkstatt hinten ist leider noch nicht so ganz fertig. So ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Ne? Was heißt Kleinigkeiten? Ein paar Lappen fehlen noch. Ein paar Stecker fehlen noch. Der Prüfstand ist gerade erst rein. Den müssen wir auch noch komplett verkabeln. Also es geht bald los. Ja? Aber jetzt leider hier noch mit kleinem Besteck hier im Büro. Ich bin noch nebenan im Ladenlokal am Schrauben. Auch nur mit einer Bühne, aber naja, es geht so. Ne? Deswegen erstmal als Start auch direkt die neue Videoreihe Motorschaden des Monats, weil das geht auch da drüben. Und ja, worum geht's? Ne? Wie der Name schon sagt, wir ziehen uns mal spektakuläre Motoren oder Motorschäden raus und begleiten, oder ihr begleitet die mit. Ich schalte die Kamera drauf, damit ihr mal seht, wenn man so ein Ding zerlegt und den Schaden sieht, kann man ja oft bei KTM natürlich sagen, okay, das war das und das. Ja, es geht recht fix, ja. Vor allen Dingen auch gern genommen, ne? Am Öl hat es nicht gelegen, war ja keins drin. Aber das wäre zu einfach, deswegen nehmen wir mal ein paar Dinger, wo es nicht so klar ist, wo der Schaden herkommt. Und ich habe Gott sei Dank, gerade auch schön für diese Reihe, vor 14 Tagen einen Motor bekommen, der eben genau diese Kriterien genau erfüllt. Ne? Worum geht's oder welcher Motor ist es? Es ist ein Motor von der 640 Adventure, Baujahr 2000. Also natürlich auch schon ein älterer Hund. Und der Kunde hatte sich das ganze Fahrzeug gekauft als ja, Teileträger für den Umbau oder beziehungsweise für sein anderes Motorrad, als Motorblock, Teileträger für den Big Bore Umbau. Also quasi hat der Motor da rausgerupft, mir in die Hand gedrückt und sagt so, ne, machen wir da mal einen Big Bore Motor draus. So, das Ding ist ziemlich runter, ziemlich abgeranzt und klappert auch, aber läuft noch. Das kennen wir ja, alles klar, gut. Das Ding aufgespannt und dann zerlegt, Kopf runter gemacht. Auch nicht besonders spektakulär, sah zwar nicht mehr so doll aus, aber dann habe ich den Zylinder runter gemacht und dann habe ich was gesehen, das hat mir fast den Atem verschlagen. Ja? Und das seht ihr jetzt. Ja, sauberer Pleuelagerschaden vom Allerfeinsten, also richtig schön heiß geworden das Pleuel, auch schon unten leicht oval geschlagen, ja, und richtige Brandstellen schon drauf. Und der Kolben natürlich auch sehr hübsch. Ne? Wir haben ihn nachher dann genannt Wössner Kolben Black Edition. Ist auch ein Wössner Kolben, auch sauber abgeschmiert überall und vor allen Dingen unten total eingeschwärzt durch total verbranntes Öl. Ne? Also Überhitzung ohne Ende, war klar, ne? Lager, was wahrscheinlich kein Öl mehr bekommen hatte, sieht dann dementsprechend aus und die Temperaturen steigen dann natürlich im ganzen Kurbelraum immens. Und das ist durch das Öl und das, was davon übrig ist, natürlich nicht besonders gut. So, Pleuelagerschäden kommen ja meistens oder kommen ja eigentlich zu 99% bei einem Motor, der normalerweise gut in Ordnung ist, immer von Ölmangel. Ölmangel kommt von Ölpumpe, funktioniert nicht. Also habe ich gesagt, nächster Schritt, Ölpumpe gucken, Kupplungsdeckel ab und Kupplung raus und dann mal die Ölpumpen checken. So, habe ich gemacht. Das sah dann so aus.
Ja, wie zu erwarten, ne, Ölpumpe fest, dann schön das Ölpumpen-Kunststoffrad abgeschert, weil die natürlich festgegangen ist. Und die ganzen Ölpumpenrotoren oder ne, der Innenrotor und der Außenrotor total zerballert. Ja, also richtig vom Metall zerfressen oder reingehackert, weil da natürlich das Pleulager sich da rein verabschiedet hat. Ja? Ähm, Eigenartigerweise, habt ihr ja gesehen direkt am Anfang, wo ich die Ölpumpe rausgeholt habe, hing in dem Ölpumpenansaugkanal hingen so Kunststofffetzen drin. Ja, die kommen nicht vom Pleulager, das war klar, weil da gibt es keinen Kunststoff drin. Also die einzige Möglichkeit war oder ist, das kommt von den Kurbelwellenlagern, also quasi von diesen NJ-Lagern, diese Kunstharzkäfige, die diese Rollen festhalten. Und da schon prima, also auch nicht nur ein Pleulagerschaden, sondern auch ein Kurbelwellen-Hauptlagerschaden. Gut, sehen wir ja gleich. Ne? So, dann habe ich auch mal runtergeguckt in den Motor, in den Ölsumpf, ne, weil der Kunde hatte das Öl ja schon abgelassen. Aber dann sah ich was, das sah nicht dolle aus oder hat mich auch, naja, sehr erschrocken. Und was das war, das seht ihr jetzt. Ja, was lag da? Pudding. Ne? Ölschlamm habe ich bei so einem Motorrad oder bei so einem Motorradtypen eigentlich noch nie gesehen. Also bei einer Trockensumpfschmierung kenne ich das eigentlich nicht. Nasssumpfschmierung bei Autos ist ja so was gang und gäbe, gerade wenn man so Kopfdichtungen defekt hat oder Dinger lange stehen, Feuchtigkeit im Öl und ne, Emulsion und was da alles passieren kann. Aber bei einem Motorrad mit Trockensumpf, was ja angeblich immer noch gefahren ist, okay, ne, mal was Neues. Okay, alles klar. Dann bauen wir das Ding jetzt mal komplett auseinander, also quasi die beiden Gehäusehälften teilen und dann schauen wir uns mal den Rest an. Vor allem wollte ich natürlich auch den Kurbelwellenlagerschaden mal begutachten, was denn da alles aufgegangen ist. Ne? Entweder beide Lager oder nur auf der Seite von der Zündung oder ne, am Primär. Gut, wollte ich wissen, aufgemacht, reingeguckt, sah dann so aus. Ja, was zur Hölle ist denn da passiert? Also ich habe das Ding auseinandergezogen oder abgehoben, da ging es nur klingelingeling und da fielen die ganzen Rollen auf die Kurbelwelle drauf, ne, lag ja waagerecht. Und dann rumgedreht und reinguckt und dieser ganze Kunststoffkäfig war eigentlich nicht mehr da. Der war zerbröselt. Also die Reste habt ihr ja gesehen, die hingen dann noch drin und die konnte man mit dem Finger wirklich so rauspopeln und dann richtig zwischen den Fingerspitzen zerbröseln. Da dachte ich, ja gut, das muss ja ein mega kapitaler Lagerschaden sein. Ja, denkst du, an den Ringen, also dem Innenring und an dem Außenring, also an der Lauffläche, da wo die Rollen laufen oder die Rollen an sich oder der Innenring, der immer gerne abplatzt bei so einem Kurbelwellenlagerschaden, da war nichts dran. Na, das sah auch jetzt nicht so aus, als hätte das 100.000 Kilometer gelaufen. Also die Verschleißspuren an diesem Innenring und an dem Außenring oder an der äußeren Lauffläche waren eigentlich kaum da. So, was war da passiert? Was ist mit dem Kunststoff passiert? Warum hat er sich aufgelöst? Das war eine große Frage. Und natürlich dann mal weiter gestochert und weiter unten dann, ne, wir hatten die Gehäusehälften ja jetzt auseinander gemacht und da hängt ja unten im Getriebe immer schön der Restmocker, meistens auch dann ein Haufen Späne. Und da mal genau hingeguckt und auch mal mit dem Schraubenzieher rumgepopelt. Ja, und was da rauskam, erzähle ich jetzt.
Ja, und da kam erst der richtige Ölschlamm. Ne, mein lieber Scholli. Ne? Die Rolle, die ich da unten noch drin gefunden hatte, die lag nicht schon da drin. Die ist natürlich gerade erst da, beim Zerlegen da reingefallen. Aber ihr habt auch gesehen, da hing auch noch so ein Fetzen oben drüber, ne? Am Sieb, am Ölsieb, wo das eingeschraubt ist. Genau so ein Ding hatten wir ja auch in der Ölpumpe drin. Ne? Also irgendwas ist da furchtbar passiert. A, voll der fette Schlamm, also das Öl ist verklumpt, verschlammt. Und ihr habt dann gesehen, wo ich die Kurbelwelle dann komplett rausgezogen habe, genau das gleiche wieder, blopp, die Rollen fielen alle runter, hatten überhaupt keinen Halt mehr, also überhaupt kein Käfig mehr da. Und dieser Außenring von dem Käfig konnte ich dann so auch mit dem Fingerchen abheben und auch quasi zerbröseln. Der Rest dahinter auch. Auch genau an dem Lager auch nichts zu sehen. Innenring in Ordnung, Rollen ganz, Außenring in Ordnung, äußere Lauffläche. Keine Beschädigungen, keine Lagerbeschädigung, nichts. So, jetzt natürlich die große Frage, was ist da passiert? Und sowas, das lässt mich ja nicht los, ne? Lässt mir keine Ruhe. Und da haben wir natürlich angefangen zu überlegen und dachte, ja, wie kriege ich da jetzt irgendwie einen Grund rein, und um da irgendwie eine Analyse zu starten oder mal jemanden zu fragen, der da vielleicht irgendwie ein bisschen Plan von hat. Ne? Und wer ist natürlich wieder als erstes eingefallen? Die Firma Motul. Ja? Der liebe Alexander Hornoff, den habe ich direkt mal angerufen. Kennt ihr aus Folge 11, der Technikchef Motul Deutschland. Und mit dem habe ich telefoniert und dann haben wir direkt was gestartet. Ja, wir haben ein bisschen telefoniert, der Alex und ich habe dem halt auch mal die Videos geschickt oder nur so ein paar davon und ein paar Bilder und habe gefragt, hör mal, die einzige Chance, die ich jetzt habe, um da irgendwie dahinter zu kommen, was da passiert ist, wenn ihr uns mal eine Ölanalyse machen könnt. Ne? Hat er gesagt, klar, kein Problem, machen wir, ist ja auch mal interessant für uns zu sehen, was in den Motorradmotoren da so passiert, gerade bei Motorschäden, ne, was auch mit dem Öl passiert. Und ich habe natürlich direkt mal gefragt, hast du schon mal sowas gesehen? Also bei Motorradmotoren, bei Autos kennt man es, aber bei Trockensumpfmotoren meinte er, nee, auch nicht, aber er könnte sich gut vorstellen, was das sein könnte. Er will aber keine Vermutungen jetzt hier anstellen. Das Labor wird das schon dann klären. Ne? Wir werden also eine Ölprobe gezogen, war noch genug in dem Motor Gott sei Dank drin. Wir brauchen so 60, 70 Milliliter brauchen wir. Die werden dann in ein schönes Döschen verpackt und dann ab ins Labor und die klabüsern dann das ganze Öl auseinander und können nachher uns genau sagen, was ist da drin, Verunreinigungen und so weiter und so fort. Gut, haben wir dann gemacht, weggeschickt und dann kam der Laborbericht nach ein paar Tagen wieder und ja, die Vermutung, die Alex hatte, war schon verdammt richtig. Ja, hier haben wir den Bericht, ne, vom Labor und nur zur Erläuterung, wir können hier schon mal 3 Sachen erstmal abchecken: der Verschleiß, die Verunreinigungen und der Ölzustand an sich. So, der Ölzustand an sich war für uns klar, das ist kaputt, ne? Logo. Dann die Verunreinigung, da kommen wir gleich zu. Und der Verschleiß, also die Verschleißbestandteile des Motors sind ja im Öl gebunden nach so einem Motorschaden. Und man kann halt anhand der Mengen von verschiedenen, also Eisen und Chrom und hast du nicht gesehen, dann schon mal vorab, auch wenn man mal so Proben vorher zieht, bei einem Motor, der noch läuft, schon mal eine Diagnose ziehen, was ist da faul. Das macht Motul natürlich immer nur dann, wenn es um irgendwelche Garantiefälle bei Herstellern geht und so weiter. Aber wie gesagt, freundlicherweise nochmal danke, Alex, schönen Dank für die Probe oder für die Möglichkeit der Probe. In diesem Fall können wir das halt jetzt hier an diesem Restöl auch nachvollziehen. So, die Verschleißgruppen, in das aufgeteilt ist, sind wie folgt. Also einmal Eisen, Chrom, Zinn, Aluminium, Nickel, Kupfer, Blei, Mangan. Das sind so natürlich die ganzen Bestandteile, die in Metallen vorhanden sein können. Und anhand der Höhe, immer aufgerechnet auf Kilo, Milligramm auf Kilo, kann man dann ungefähr abhaken oder durchchecken, was geht kaputt. So, hier war ja alles schon kaputt und deswegen war zum Beispiel der Eisenanteil klar, ne, 215 Milligramm pro Kilo, natürlich exorbitant, ist der Hammer. Ne? Normal haben die Dinger so, beim Motorrad, was eine normale Ölanalyse kriegt, so 2, 5,
Ja, also nicht viel. Chrom 7, Zinn 5 ist nicht der Rede wert. Aluminium 54, ne, war klar, ihr habt den Kolben gesehen, der ist auf den Druckseiten mal sauber abgeschmiert. Das ganze Alu natürlich dann runter, ab ins Öl und schlägt sich jetzt hier nieder. Ne. Nickel 17, auch sehr hoch, aber jetzt kommt's. Kupfer 484 Milligramm pro Kilo. Also so heftig, war aber eigentlich auch klar, weil, ne, wer ungefähr weiß, wie so ein Pleulager aussieht, diese Pleulagerkäfige vom Pleufußlager sind verkupfert, der ganze Kupfer nicht mehr da, ne, im Öl, und die älteren Kupferwellen haben ja sogar noch Anlaufscheiben links und rechts, die sind ja auch verkupfert, die reiben sich dann auch komplett auf oder fliegen auseinander und dann hat man halt so extremst hohe Kupferwerte. Blei ist auch viel 11, ne, aber für uns war faktisch klar, Eisen und Kupfer. Eine harte Nummer. So, kommen wir zu den Verunreinigungen. Und da wurde es dann langsam heller, was mit dem Öl passiert ist. Weil wir haben so Silizium 49, das geht auch noch. Das sind auch so Verunreinigungen oder von Silikonen, die immer drin waren, in diesem, mit dem der Motor zusammengebaut ist. Aber der Wert Kalium und Natrium ist hier interessant. Und da liegen wir bei 172 und 294. Das ist extremst hoch. Das ist normalerweise bei Standardmotoren, liegt Kalium bei 1 und Natrium bei 4. Also das ist normalerweise ein Witz, hier jetzt explodiert. So, und natürlich ein extremst hoher Wert an Wasser. So, und da war schon für den Experten, ja, der lieben Alex, schon klar, da ist ein Kühlmittelschaden oder ein Kühlwasserschaden in dem Motor gewesen während der Fahrt, denn diese hohen Werte zeigen eindeutig ganz klar Kühlmittel im Öl. Man könnte jetzt noch eine Folgeanalyse machen mit diesem Öl über den Gaschromatographen, die dampfen das dann aus und können dann genau gucken, wie viel Alkohol kommt da raus und so weiter, MEG. Aber das brauchten wir jetzt nicht mehr, weil halt der Ölschlamm hat uns das verraten, weil wenn wir Wasser mit Öl, also Kühlmittel mit Öl vermischen, fängt das Öl an zu klumpen. Das ist so. Also ganz klar, Ölschlamm kam durch Kühlmittelverlust im Motor, beziehungsweise Kühlmittel ist immer ins Öl eingewandert. Wasserpumpe kaputt, Kopfdichtung leicht undicht am Wasserkanal zum Steuerkettenspannerschacht und. Der Kunde hat wahrscheinlich immer geguckt, ja, egal, immer gluck, nachkippen und weiter geht die wilde Fahrt. Ja, dann passiert dieser Ölschlamm. Ja, auch dann zu erkennen, hatte ich dann später auch noch gesehen, dritte Gang bei dem Motorrad auch kaputt, voll Pitting drauf auf den Flanken, auf den Zahnflanken. Normal im LC4 auch sehr, sehr, sehr untypisch, wenn man vernünftig Öl fährt. Kennen wir nicht, kam da wahrscheinlich auch durch den Pudding. Ne? Pudding schmiert halt nicht, ist so. So, das war jetzt ja alles soweit klar und war auch schön belegbar mit diesem Laborbericht. Das Problem war natürlich, wir wussten jetzt trotzdem immer noch nicht, warum denn diese Kunststoffkäfige sich so aufgelöst haben. Und wahrscheinlich auch durch diese Auflösung des Kunststoffes den Motorschaden, sagen wir mal, gestartet haben. Denn ich vermute, dass halt diese Kunststoffflatschen, Lappen, wie auch immer, haben sich erst abgelöst und sind dann schön durch die Ölpumpe oder in die Ölpumpe rein, haben dann schon den Ölpumpenrotor wahrscheinlich eingebremst. Die waren ja hauchdünn, die können noch mit durchrotieren sogar, aber können wahrscheinlich auch die Durchflussmenge begrenzen. Ja, wenn diese Teile der Flügel schon mit irgendwelchen Bauteilen beaufschlagt werden, kann da kein Öl mehr fließen oder kommt nicht genug Öl rein. Und diese Pumpen können die auch immer nur geben und nehmen. Die bauen ja nicht für Druck auf. Und wenn dann noch irgendwie ein Feststoffanteil mit drin ist, erst recht nicht. So, daher wahrscheinlich die Ölpumpe eingebremst, dann das Pleulager unter Last zu wenig Öl bekommen, dann das Pleulager abgeschmiert, oder das fängt ja langsam an, ne? Geht ja nicht bumm und weg ist es. Die Späne raus, Metallspäne angesaugt in die Ölpumpe rein und dann die Ölpumpe endgültig fertig gemacht. Ja. Stahl rein, aufgehangen, Plastikrad, schert weg, knack, alles am Arsch. So, kommen wir zum Fazit, Strich drunter, was haben wir?
So, wir haben einen Schaden, einen Kühlmittelschaden anscheinend gehabt bei dem Motor, das wissen wir jetzt, ne? Das haben wir belegt. Dadurch das Öl verschlammt, durch die Ölverschlammung schlechte Schmiereigenschaften, für den Kolben natürlich, das geht nicht durch die Ölspritzdüse mehr richtig durch das Zeug, also Kolben abgeschmiert, Getriebeschaden wegen halt auch Ölemulsion, ne? Kein vernünftiger Schmierfilm mehr zwischen den Flanken, gerade beim hochbelasteten dritten Gang zum Beispiel, defekt, gut, Punkt, wissen wir. Warum die Ölpumpe stehen geblieben ist, wissen wir jetzt zum Schluss auch, da war Stahl drin, weil das Bläulager aufgegangen ist. Aber warum ist das Bläulager aufgegangen? Das war die große Frage. Weil der Ölschlamm da war, klar, kriegen wir natürlich auch Schwierigkeiten. Das pumpt sich auch schlecht, ne, durch die Kurbelwange. Aber wir haben ja diese Kunststoffteile drin gefunden. Und woher oder warum löst sich dieser Kunststoffkäfig so auf, dass er zerbröselt wie Glas? Das können wir natürlich nur vermuten. Ja, also wir haben lange hin und her diskutiert und sind dann eigentlich zum Schluss gekommen, also ne, der Alex und ich vom Motul, dass wahrscheinlich durch die hohe Laufleistung, durch das Wasser im Öl und diese Emulsionspampe, ne, und da kommt ja noch mehr dabei, ja, Verschmutzung, Hitze, Druck, hier anscheinend dieser Kunststoff, dieser Nylon-Kunststoff, der normalerweise unheimlich zäh ist. Wenn ihr mal so ein altes Lager in den Fingern habt, macht ihr mal raus und versucht ihr mal abzubrechen. Das ist total schwer. Hier anscheinend seine kompletten Eigenschaften verloren hat, ausgehärtet ist und zerbröselt ist wie Glas. Ja? Also das ist die Vermutung. Beweisen können wir das natürlich nicht, aber so wie es aussieht, scheint es wohl so gewesen sein. So, das war jetzt auch endgültig mit dem Gelaber. Ihr kennt das Spiel. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Und das nächste Video kommt definitiv aus der neuen Werkstatt, ne, versprochen. Und da werden wir auch ein schönes neues Thema schon fürs nächste Video haben. Ne, da geht es um Kolben und hauptsächlich ums Thema Einfahren. Ne, aber mehr wird nicht gespoilert. Ne. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der neuen Werkstatt. Haut rein, bis dann und ciao.